Ich lebe jetzt fast 2 Jahre in Batumi und habe an mehreren Supras teilgenommen. Die Supra ist ein rituelles Festmahl, das so manche Herausforderung mit sich bringt. Und welche das ist, erkläre ich dir nun. Der Begriff Supra bezeichnet ein traditionelles georgisches Festmahl, das sowohl eine tiefe kulturelle als auch soziale Bedeutung hat. Eine Supra ist mehr als nur ein gemeinsames Essen. Es handelt sich um eine feierliche Zusammenkunft, die von einer strengen Struktur und bestimmten Ritualen geprägt ist. Sie folgt einem klaren Ablauf, der von festgelegten Ritualen, Trinksprüchen und sozialer Interaktion geprägt ist. Obwohl jede Supra je nach Anlass und Region leicht variieren kann, gibt es einige typische Elemente, die üblicherweise immer beachtet werden. Eine Supra beginnt erst, wenn alle Gäste versammelt sind. Der Gastgeber lädt Freunde, Familie und häufig auch unerwartete Gäste ein. Gastfreundschaft spielt in Georgien eine zentrale Rolle. Die Supra ist Ausdruck der legendären georgischen Gastfreundschaft. Gäste sind stets willkommen und werden oft als Geschenk Gottes betrachtet. In Georgien steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die Menschen verbinden sich während der Supra über die geteilten Speisen, Trinksprüche und Gespräche. Der Tisch wird mit einer Vielzahl von georgischen Gerichten gedeckt. Es gibt immer reichlich Essen, das in großen Mengen serviert wird, da die Supra für Großzügigkeit und Überfluss steht. Bevor die eigentliche Supra beginnt, wird ein Tamada gewählt. Der Tamada ist der Zeremonienmeister, der das Fest leitet. In der Regel wird er vom Gastgeber oder den anwesenden Gästen bestimmt. Der Tamada sorgt für die Harmonie am Tisch. Er hält tiefsinnige, oft poetische Reden und spricht über Themen wie Freundschaft, Familie, Liebe, das Leben, die Toten und Gott. Darum ist es wichtig, dass der Tamada eine geachtete und eloquente Person ist, die es versteht, die Stimmung zu lenken und tiefsinnige Trinksprüche zu halten. Die Trinksprüche sind ein wesentlicher Bestandteil der Supra. Sie folgen einer festgelegten Reihenfolge und bestimmten thematischen Mustern. Kein Gast darf trinken, bevor der Toast nicht ausgesprochen wurde. Es wird erwartet, dass jeder Gast auf den Toast mit einem Schluck Wein oder Chacha, das ist georgischer Branntwein, antwortet. Jeder Toast hat eine tiefere Bedeutung und kann sehr emotional sein. Der erste Trinkspruch wird immer dem Frieden und der Einheit gewidmet. Dieser Toast symbolisiert das gemeinschaftliche Gefühl und das Wohlwollen, das die Gäste teilen. Im Verlauf der Supra hält der Tamada viele weitere Trinksprüche. Jeder Toast hat eine besondere Bedeutung und wird an bestimmte Themen gebunden. Häufige Themen sind Trinksprüche auf die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Beziehungen. Es folgen Trinksprüche auf Liebe, Glück und die Wertschätzung des Lebens. Traditionell gibt es auch einen feierlichen Toast auf die Verstorbenen. Dies ist ein Moment des Gedenkens an diejenigen, die nicht mehr unter den Anwesenden weilen. Trinksprüche auf die Gäste und die besondere Bedeutung von Gastfreundschaft. Das Essen bei einer Supra ist reich und abwechslungsreich. Die Vielfalt der Speisen symbolisiert die Großzügigkeit der Gastgeber. Eine festgelegte, strenge Speisefolge wie bei formellen westlichen Menüs, also Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, gibt es nicht. Alle Speisen werden in großen Mengen gleichzeitig auf den Tisch gestellt, sodass die Gäste sich nach Belieben bedienen können. Die Gerichte sind vielfältig und repräsentieren die reichhaltige georgische Küche. Es gibt eine Vielzahl typischer Gerichte, die bei fast jeder Supra vorhanden sind und traditionell zum Festmahl gehören. Typische Speisen
einer Supra sind Ratchaburi. Das georgische Käsebrot ist eines der bekanntesten georgischen Gerichte. Es gibt verschiedene regionale Varianten, aber grundsätzlich handelt es sich um ein gefülltes Brot mit Käse, das oft als eine der ersten Speisen serviert wird. Trinkali. Diese herzhaften Teigtaschen sind mit Fleisch, Gewürzen und manchmal auch mit Pilzen oder Kartoffeln gefüllt. Trinkali werden traditionell mit den Händen gegessen, indem der Teiggriff als Halterung dient. Trinkali ist eine Paste oder ein Dip aus Gemüse wie Spinat, Kohl oder rote Beete, die mit Walnüssen, Knoblauch und Gewürzen gemischt wird. Diese kalten Gerichte werden oft zu Beginn der Supra serviert. Badriani Nixit oder so ähnlich. In dünne Auberginenscheiben werden Walnusspaste und Gewürze eingewickelt. Dieses Gericht ist eine beliebte Vorspeise und wird kalt serviert. Satsivi ist ein traditionelles Gericht, das vor allem aus gekochtem Huhn oder Truthahn besteht, das in einer dicken, cremigen Walnusssoße serviert wird. Es wird oft zu besonderen Anlässen präsentiert. Mtswadi ist gegrilltes Fleisch, oft Rind, Schwein oder Lamm, das auf Spießen über offenem Feuer gegrillt wird. Dieses Fleischgericht ist ein Muss bei jeder Supra und wird gerne mit frischen Kräutern und Brot gegessen. Lobio besteht aus roten Bohnen, die mit Kräutern, Gewürzen und manchmal Walnüssen gekocht werden. Es kann warm oder kalt serviert werden und wird oft als Beilage gereicht. Bei einer Supra werden einfache, frische Salate serviert, die häufig aus Tomaten, Gurken, Kräutern und Zwiebeln bestehen. Sie sind leicht und begleiten die reichhaltigen Fleischgerichte. Suluguni ist ein halbfester, leicht salziger Käse. Er wird in verschiedenen Formen serviert, zum Beispiel frisch oder gegrillt. Jede Supra ist gekennzeichnet durch Überfluss. Der Gastgeber achtet darauf, dass der Tisch immer reichlich gedeckt bleibt. Alle Speisen werden während des gesamten Abends kontinuierlich aufgefüllt. Wein spielt natürlich eine zentrale Rolle in der Supra. Es ist nicht nur ein Getränk, sondern hat auch eine spirituelle und symbolische Bedeutung. In Georgien wird Wein als Geschenk Gottes betrachtet und es ist üblich, dass die Gäste gemeinsam trinken, während sie den Tamada und seine Toaste ehren. Die Gastgeber schenken ihn immer großzügig aus. Wenn es sich um eine größere Feier handelt, werden die Trinksprüche oft von traditionellem georgischen Gesang begleitet. Die georgische Polyphonie, ein mehrstimmiger Gesang, ist tief in der Kultur der Supra verwurzelt und fördert die Festlichkeit und das Gemeinschaftsgefühl. Am Ende der Supra hält der Tamada einen abschließenden Trinkspruch, oft als Dank für die Gastgeber und die Gemeinschaft, die sich um den Tisch versammelt hat. Er fasst das Fest noch einmal zusammen und entlässt alle Gäste mit guten Wünschen. Wie solltest du dich bei einer Supra verhalten? Wie gesagt, die Supra ist ein festliches und kulturell tief verwurzeltes Ereignis und wenn du das erste Mal daran teilnimmst, gibt es einige Dinge, die du wissen solltest, um die Tradition zu respektieren und das Ergebnis voll zu genießen. Sie ist ein Symbol der georgischen Gastfreundschaft und Gemeinschaft und du bist als Gast wirklich herzlich willkommen. Damit du die Feier richtig genießen kannst, habe ich einige Verhaltenstipps, die dir helfen können, dich gut einzufinden. Die georgische Gastfreundschaft ist legendär. Als Gast wird man dich wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Es ist wichtig, diese Gastfreundschaft zu schätzen und dich aktiv zu integrieren. Auch wenn du neu bist, wird erwartet, dass du freundlich und kommunikativ bist. Ein Lächeln und ein herzliches Danke für das Essen und die Gesellschaft werden sehr geschätzt. Respektiere den Tamada. Er führt das Fest an und gibt die Trinksprüche vor. Es ist wichtig, ihn nicht zu unterbrechen und seinen Anweisungen zu folgen, besonders bei den Trinksprüchen.
Er ist das Herzstück der Supra und hält oft poetische und tiefsinnige Reden, die es verdienen, respektvoll gehört zu werden. Jeder Toast hat eine tiefere Bedeutung, sei es Familie, Liebe, die Gemeinschaft oder das Gedenken an Verstorbene. Achte darauf, die Trinksprüche des Tamada zu respektieren, besonders bei ernsteren Themen. Darum warte auf den Toast des Tamada, bevor du dein Glas erhebst und trinkst. Es ist unüblich, ohne einen Toast zu trinken. Der Tamada wird die Themen für die Trinksprüche vorgeben und du kannst dich daran orientieren. Oft wird der Tamada dir die Gelegenheit geben, auf seine Trinksprüche zu antworten und eigene Reden zu halten. Nach jedem Toast wird von den Gästen erwartet, dass sie einen Schluck Wein oder Chacha trinken. Trinke nach Möglichkeit nicht zwischen den Trinksprüchen, außer der Tamada gibt das Signal dazu. Es geht nicht darum, möglichst viel Alkohol zu konsumieren, sondern die Bedeutung und den Moment zu ehren. Darum nehme immer nur einen kleinen Schluck Wein. Denke daran, du musst einen langen Abend überstehen. Wenn du dein Glas leer trinkst, wird es sofort aufgefüllt. Georgischer Wein ist sehr gehaltvoll und du wirst nicht viel von der Feier haben. Darum trinke in Maßen. Eine Supra bietet eine Vielfalt an Gerichten. Die Menge an Essen ist oft überwältigend. Deine Gastgeber legen großen Wert darauf, dass ihre Gäste satt und zufrieden sind. Von dir wird erwartet, dass du eine gute Auswahl davon probierst. Fülle deinen Teller mäßig, aber regelmäßig. Achte darauf, dass du immer genug Platz auf deinem Teller für verschiedene Speisen lässt. Auch wenn es noch so schmackhaft ist, iss langsam und in kleinen Mengen. Es gibt einige Rituale, wie zum Beispiel das Umherreichen von Brot und Salz oder das Teilen von besonderen Gerichten. Diese Rituale haben tiefe kulturelle Wurzeln und du solltest sie respektvoll annehmen. Es kann sein, dass während der Supra unerwartete Gäste eintreffen. In Georgien ist es nicht ungewöhnlich und solche Gäste sind willkommen. Auch sie werden sich in den Ablauf der Supra einfügen und du kannst sie offen und freundlich begrüßen. Die Supra wird sich über mehrere Stunden erstrecken. Es gibt keinen Grund zur Eile. Nimm dir Zeit, um das Essen, die Trinksprüche und die Gesellschaft zu genießen. Wenn es sich ergibt, kannst du an Gesprächen oder sogar an traditionellen Liedern teilnehmen. Musik und Gesang sind ein wichtiger Bestandteil der Supra. Du kannst zuhören und wenn du dich wohlfühlst, vielleicht mitsingst oder klatscht, werden alle am Tisch dich lieben. Wenn die Supra zu Ende geht, bedanke dich beim Gastgeber und eventuell beim Tamada für das Essen und die herzliche Aufnahme. Es ist ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung der georgischen Gastfreundschaft. Eine Supra ist ein festliches Bankett mit tiefer kultureller Bedeutung, das soziale Bindungen stärkt und wichtige Momente im Leben feiert. Sie repräsentiert die georgische Identität und ist ein Symbol für Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Darum ist sie mehr als ein gemeinsames Essen. Sie ist ein soziales und kulturelles Ereignis, das die georgische Identität und Werte widerspiegelt. Es ist ein Ritual, das Menschen zusammenbringt, um über das Leben, die Liebe, die Freundschaft und den Glauben zu sprechen, während sie gemeinschaftlich Wein trinken und traditionelle Gastfreundschaft erleben. Du musst keine Angst haben, etwas falsch zu machen, solange du offen, freundlich und respektvoll gegenüber den Traditionen bist. Lass dich auf die Atmosphäre ein und genieße diese einmalige Erfahrung, Teil dieser besonderen georgischen Tradition zu sein. Hast du schon einmal an einer georgischen Supra teilgenommen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Lass es mich wissen. Hat dir mein Beitrag gefallen? Dann lass doch ein Like da und vergiss nicht, Infoien zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien. Tschüss!